Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein MSI und zwar ein Modern 15 A10M und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Und zwar muss man dafür nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur sieht es so aus, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Und da ist es so, die Schrauben sind allesamt gleich lang und das sind Kreuzschrauben. Und ja, ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, was man so braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und wie gesagt, für die Kreuzschrauben und auch für alle Arbeiten im Gerät nehme ich als Aufsatz hier ein PH0. Wenn man jetzt die Unterseite vom Gerät trennen will, dann, ich sage euch mal, wo die hier verläuft. Und zwar hier. Und dann läuft die einmal hier um das Gerät herum, also die Verbindungslinie zwischen Gerät und Unterseite. Auch hier. Und ich benutze da einen dünnen, flachen Gegenstand, in dem Fall jetzt tatsächlich einen Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versucht man im Grunde genommen eine Lücke zu schaffen, indem man hier in die Verbindung von Gerät und Gehäuse versucht, da ein bisschen reinzuhebeln. Und das geht an unterschiedlichen Stellen, mal besser, mal schlechter. In dem Fall würde ich es jetzt mal hier versuchen. Das ist auch nicht so prickelnd. Kann man jetzt mal versuchen, an der Front oder an der Vorderseite anzufangen. Ja, und da geht das deutlich besser. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, dann geht das prinzipiell ein bisschen schwerer. Aber das Grundprinzip bleibt trotzdem gleich. Man versucht hier dazwischen zu hebeln. Und das macht man einmal um das Gerät herum. Wie gesagt, man sucht sich eine Stelle, wo das gut funktioniert. Wenn es mal gar nicht geht oder ganz schwer geht, schauen, ob wirklich alle Schrauben raus sind. Und dann kann man meistens auch schon das mit ein bisschen Wippen und Wackeln abziehen. Auch falls das auch nicht so gut geht, dann einfach wirklich einmal ringsrum arbeiten und dann löst die sich irgendwann dann einfach ganz von alleine. Ja, und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, müssen wir auf jeden Fall den Akku vom Mainboard trennen, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen hier das Akkukabel und hier den Stecker. Und der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass man den hier auf der Rückseite erst so ein bisschen nach oben klappt. Genau so. Und dann kann man den in die Richtung hier quasi rausnehmen. Und ist so auf der sicheren Seite. Was man hier noch sehen kann, ist, dass direkt über dem Akku die beiden RAM-Slots sind. Ist jetzt hier nur einer belegt. Direkt daneben ist die SSD. Hier wäre übrigens noch Platz für eine zweite SSD. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier sind die Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Oder wenn hier ein Grafikspeicher verbaut wäre, dann würde der hier sitzen.
Und dann können wir hier drüben noch die CMOS-Batterie sehen. Also auch die ist unter dem Klebeband und wird nur von einem Stecker, den man seitlich rausmacht, gehalten. Kann man also auch relativ einfach tauschen. Um jetzt den Akku auszubauen, muss man nur die Schrauben, die hier drum herum laufen, lösen. Ich schaue jetzt mal geschwind, ob unter dem Klebeband hier noch eine sitzt. Ja, da sitzt auch noch eine. Und sobald die Schrauben raus sind, kann man den Akku nach oben aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Und ja, unter dem Akku sieht man hier auch das Touchpad und das ist in dem Fall so, es hat 3 Schrauben und hier vorne noch mal eine, die müssen raus und man muss auch das Kabel vom Mainboard trennen. Das ist hier noch mal zusätzlich mit so einem kleinen Klebestreifen abgesichert und da funktioniert so, das ist ein Kippstecker, den muss man zuerst nach oben aufklappen und der gibt dann das Kabel frei, also man kann nicht einfach dran ziehen, das ist auch noch ein bisschen aufgeklebt hier. Genau, und dann kann man das Touchpad quasi entgegennehmen und tauschen und beim Wiederverbinden ist es hier so, auch da einfach schauen, dass das Kabel hier wirklich ordentlich drin steckt, dafür ist diese schwarze Linie hier, bis dahin kommt das wieder rein. Wird zugeklappt, kann auch das Klebeband wieder drauf machen, wenn man will und kann eben so das Touchpad tauschen. Den RAM zu tauschen ist wie bei allen Geräten eigentlich echt super easy. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der einem schon förmlich entgegen. Dann kann man den so aus dem Slot ziehen und eben tauschen oder auch nachrüsten. Und beim Einbau genauso. Der kommt zurück in den Slot, der geht auch nur in eine Richtung, der würde so gar nicht reinpassen. Da einfach nur bis ganz nach hinten und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und genauso einfach ist tatsächlich auch die SSD oder die SSDs. Die werden jeweils immer nur von einer Schraube hier gehalten. Und ja, sobald die raus ist, kann man die so ein kleines bisschen nach oben hebeln, nicht zu viel. In dem Fall sitzt die jetzt echt ziemlich stark da drauf. Das liegt aber einfach daran, dass hier ein Kühlstreifen drunter ist, der das recht ordentlich hier festhält. Und genau, so kann man die dann eben auch tauschen oder nachrüsten. Auch die geht nur in eine Richtung drauf. Und genau, dann kommt die zurück in den Slot. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt, sieht man ja, dass das dann bündig ist. Muss nur noch verschraubt werden und dann hat man das ratzfatz. Bei den Lüftern ist es hier so, die kommen nur zusammen mit dem Heatsink. Das heißt, dafür muss man alles ausbauen. Das wären also die Schrauben am Heatsink selber. Falls hier ein Grafikchip verbaut ist, sind auch hier nochmal Schrauben. Dann gibt es am Lüfter selber, der hat 3 Schrauben. Der hier hat nur die 2 Schrauben. Das muss alles raus und natürlich auch die Kabel vom Lüfter. Das wäre einmal das Kabel und einmal das Kabel. Und die sind in beiden Fällen, kann man die einfach direkt am Stecker fassen und dann nach hinten hin rausziehen. Und genau, und dann nimmt man die komplette Einheit mit Heatsink nach oben hin aus dem Gerät und kann das so genau verkehrt rum eben auch wieder einbauen. Mit verkehrt rum meine ich in umgekehrter Reihenfolge. Und da muss man einfach nur schauen, ob die Kühlpaste noch gut ist, ob man da vielleicht neue braucht. Und das Wichtigste hier eigentlich wirklich nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden. Und da kann man sich merken, auf einer Seite von dem Stecker kann man Kontakte sehen und die kann man wirklich nur auf einer Seite sehen und die zeigen in dem Fall jetzt nach unten beim Wiederverbinden. Das also auf jeden Fall nicht vergessen, auch schauen, dass der Stecker wirklich richtig drin sitzt und genau, dann alles wieder zuschrauben und auch so ein Tausch ist absolut machbar. Den Akku wieder einzubauen ist super einfach. Der kommt nämlich einfach wieder zurück auf seine Position. Und da kann man hier auch sehen, es gibt so kleine Positionierhilfen noch, hier zum Beispiel neben der Schraube. Das heißt, wenn man den da drauf legt, fällt der hier dann schon automatisch in die richtige Position.
Und man sieht auch bei den ganzen Öffnungen, wo da Gewinde drunter sind und wo nicht. Also hier zum Beispiel ist kein Gewinde. Das heißt, falls man da vergessen hat, wo welche Schrauben hinkommen, das sind in dem Fall die 3. Ja, und dann muss man das nur noch wieder festziehen. Ich kann auch hier das super duper Klebeband wieder drüber machen, dass man die Schraube auf keinen Fall sieht. Und genau, am Ende nicht vergessen, das ist echt eigentlich auch mega wichtig, das Kabel wieder zu verbinden. Das hängt man, mal schauen, wie man das sieht. Das hängt man jetzt hier quasi wieder in den Stecker rein und drückt das dann nach unten. Also quasi so einhängen und dann nach unten klappen. Und kann dann eigentlich die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man einfach von oben flach gerade auf das Gerät und drückt sie nach unten hin fest. Da kann man auch relativ feste drücken, auch in der Mitte, dass alle Einraststellen wieder sich verbinden. Ich gehe am Ende noch immer einmal um das Gerät herum, schaue, dass hier wirklich, so wie hier jetzt, nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist, alles fest ist und ja, dann muss das nur wieder verschraubt werden und so schnell hat man das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.